Es ist Herbst und das erste Licht, welches sich langsam von Osten her immer weiter ausbreitet, lässt die Konturen der Berge und Hügel am Horizont erkennen. Wir befinden uns in Frankreich, genauer gesagt in den französischen Seealpen, den sogenannten Alpes Maritimes, wie der westliche Gebirgszug der Alpen, der im Süden bis ans Mittelmeer reicht, auch bezeichnet wird. Halali-Redakteurin Ilka Dorn und der dänische Jagdreiseveranstalter Rasmus Park sind bereits früh unterwegs. Die Hirschbrunft ist auf ihrem Höhepunkt und immer wieder begegnen die beiden Jäger Rotwild, das in den frühen Morgenstunden noch auf den Läufen ist. Doch heute geht es auf Gams und so geht es weiter tief ins Revier hinein. Ilka und Rasmus sind bereits seit einigen Stunden unterwegs. Immer wieder glasen sie die vor ihnen liegenden Felsen nach Wild ab, doch bislang kein passendes Stück dabei. Auf der anderen Seite einer Schlucht entdeckt Rasmus in weiter Ferne eine Geiß. Die beiden Jäger versuchen näher zu pirschen, doch es gelingt ihnen nicht, ans Wild näher heranzukommen, sodass sich die beiden entschließen, weiterzugehen. Die Pirsch ist anstrengend und herausfordernd, denn das felsige Gelände erfordert die ganze Aufmerksamkeit. Der rote Schiefer ist porös, Trittsicherheit und Konzentration sind hier gefragt. Und jeder Schritt muss mit Bedacht gewählt werden. Immer wieder stoßen die beiden auf Wild, an dessen Anblick sie sich erfreuen. Und so geht es noch eine Zeit lang weiter, bis das Büchsenlicht schwindet und sich die Jäger auf den Rückweg machen. Am nächsten Tag sind Ilka und Rasmus wieder früh unterwegs und erreichen einen idealen Beobachtungspunkt. Hier können sie Gamswild ausmachen und eine spannende Pirsch beginnt. Perfekt. Congratulations. Thank you. Well done. Das Stück liegt und die Erleichterung über den erfolgreichen Ausgang der Pirsch ist groß. Vorher hatten sich Ilka und Rasmus darauf geeinigt, dass sie das bejagen würden, was passend und in der Situation das Richtige wäre. Und so freuen sie sich sehr über die schwache Jährlingsgeiß, die jetzt so schnell wie möglich versorgt und geborgen werden muss, denn der Rückweg zum Auto ist lang und anstrengend. Am Auto angekommen, gibt es dann ein typisch französisches Picknick.
das den Jagdtag perfekt macht und ein gelungener Abschluss dieser Reise ist.